Musik letztendlich ist und dass man einfach nicht irgendwas spielen kann, sondern es muss schon passen auf die richtige Art und Weise. Ja. Und Vivian, wie bist du überhaupt zur Musik gekommen? Also es gibt keine Zeit, an die ich mich erinnern kann, wo ich nicht Musik machen wollte. Also ich war so ungefähr 4, glaube ich, oder sowas, oder 3, als ich entschieden habe, ich möchte gerne Geige spielen und habe dann so lange geweint, 2 Jahre ungefähr, bis ich das durfte. Ja, ohne Pause. Bis ich dann zur Musikschule durfte und habe Geige gespielt. Und ich weiß nicht mehr, warum es Geige sein sollte, aber ich weiß jetzt warum, aber ich weiß nicht mehr, warum es damals war. Jedenfalls war es irgendwie das richtige Instrument für mich. Und ja, was ich mich erinnere, ist, ich wollte gerne mein Inneres nach außen bringen. Und es ist mir schwer gefallen mit mir so, also so im normalen Leben. Und ich habe gedacht, so diese Geige wird das machen für mich. Und so war meine Idee. Und dann war ich in der Musikschule. Und da lernt man alles Mögliche, ganz viel Technik, aber ganz wenig sein Inneres nach außen zu bringen. Und das ist ganz schön schade. Jedenfalls hatte ich irgendwann dann keine Lust mehr und habe gedacht, so in irgendeinem Orchester mal spielen, so ein bisschen maschinenhaft, das möchte ich nicht. Das war mir dann irgendwie, das war überhaupt nicht das, was war ich, 17, 16, kam ich an den Punkt, wo ich gemerkt habe, das ist überhaupt nicht das, was ich irgendwie wollte. Stundenlang üben, um dann irgendwie ein Stück ganz genau so zu spielen, wie irgendwer sich das mal vielleicht überlegt hat und wie jemand anders das interpretiert hat. Das war mir irgendwann, dachte ich so, nee, das hat nichts mit mir zu tun. Und dann wollte ich aufhören unbedingt. Und dann habe ich die traditionelle Musik kennengelernt, also Tanzmusik unserer Vorfahren, ja. Wie kam das? Das kam so, weil ich wieder zu Hause geheult habe und gestampft habe. Und gesagt habe, ich habe gesagt, ich höre jetzt auf, fertig aus. Es war also so im Vorstudium und alle sind in Ohnmacht gefallen und haben gesagt, das kannst du nicht machen und du musst studieren und du bist so gut und das ist alles so toll. Und ich habe gesagt, ich mache das aber nicht, ich könnte mich ja nicht zwingen, ich gehe da nicht mehr hin. So. Und dann hat mein Vater gesagt, okay, unter einer Bedingung, du kommst mit und gehst auf diesen Kurs, der da war in Berlin. Und das war ein schwedischer Musiker, der mit uns nach dem Gehör Stücke eingeübt hat. Und ich war vollkommen verloren, weil ich überhaupt nicht nach Gehör spielen konnte, sondern ja nur gelernt hatte, nach Noten zu spielen und konnte nicht mal alle meine Entchen spielen, einfach ohne dass da Noten standen. Und war völlig fasziniert von dieser Situation, dass ich das nicht kann, dass ich so eine einfache Melodie nicht spielen kann. War super gestresst und dachte so, ach, was ist das denn? Wieso kann ich das nicht? Und ich bin auch so gut. Und habe gemerkt, dass ich gar nicht so gut bin. Jedenfalls nicht in der Richtung, in dem, was ich machen wollte. Also spielen, was in mir drin ist, nach außen zu bringen. Da war ich gar nicht gut und das habe ich dann entschieden, dass ich das jetzt lernen werde. Ab jetzt werde ich, nachdem ich festgestellt habe, das gibt es, habe ich entschieden, das ist, was ich mache und bin dann, weil es kein Studium gibt in Deutschland in diese Richtung, habe ich angefangen, die Welt zu bereisen und Kurse quasi zu nehmen bei jedem, von dem ich dachte, das gefällt mir, was der macht. Und so ist es dann passiert. Und dann habe ich bald angefangen, die Musik zu spielen, die ich spielen wollte und eigene Stücke zu schreiben und meine Musik zu entwickeln. Und ja, und dann kamen die ersten Leute, die gefragt haben, kannst du mir mal zeigen, wie das geht? Nach einer Zeit. Und dann habe ich angefangen, Unterricht zu geben. Also in dieser Art von Musik. Ja. Ja, du hast ja lange Jahre auch ab und an Festivals mit organisiert, oder? Ja, das kam dann auch, ja. Kam auch noch dazu? In Hösseringen? Ja, also ja,
also ich bin dann ganz schnell natürlich an den Punkt gekommen, wo dann jemand aus Schweden, Irland, Polen, Russland, sonst woher sagt, spiel doch mal was von dir, spiel doch mal was von deiner Heimat, aus deiner Heimat. Und da war dann immer ganz schnell aus und alle, weil die traditionelle Musik in Deutschland nicht besonders gefördert, beliebt oder überhaupt nur bekannt ist. Sodass ich dann sehr schnell, also mit 17 ungefähr, 18, dann angefangen habe, mich wirklich auf die Suche zu begeben nach traditioneller Musik aus dem Inland. Habe eine Weile gebraucht, um was zu finden und auch Musiker zu finden, die das mit mir zusammen machen wollen und das machen können. Sich damit auch auf einem professionellen Level beschäftigen, so wie ich auf einem professionellen Level mich bewegt habe. Und habe dann irgendwann Leute getroffen und wir arbeiten eigentlich seitdem, versuchen wir die Szene in Deutschland zu öffnen für ihre eigene Musik und überhaupt die ganze traditionelle Musik und Tanzmusik wichtiger werden zu lassen in den Köpfen der Menschen hier, weil in fast jedem anderen europäischen Land ist das eine wichtige Vereinigung des normalen Menschen mit seiner Tradition, mit seiner traditionellen Musik, und hier ist es nicht so. Und überhaupt die Idee, dass das eine anerkannte Musik ist und nicht bloß irgendwas, was irgendwelche Menschen in der Küche spielen, ist ja schon anstrengend genug, das überhaupt ins Radio zu kriegen oder in die Medien überhaupt davon zu überzeugen, dass das wertvoll ist. Und so sind dann auch verschiedene Kurswochenenden für Menschen entstanden, für Musiker entstanden und auch Festivals, wie zum Beispiel das Klanghaustreffen in Hösseringen im Juni, das ist, was du meinst, wo Menschen sich zusammenfinden und spielen können und wir dort Kurse anbieten zu solcher Musik, zum Tanzen und genau. Und jetzt spiele ich in verschiedenen Bands, quasi, die diese Musik spielen und auch meine eigene Musik spielen und unterrichte viel, gebe viele Kurse in Tanz, Instrumenten, Improvisationen, Liedern, Volksliedern quasi neu entdecken, neu interpretieren, so eine Sachen. Und 2011 habe ich Ellen getroffen, zum ersten Mal. Und habe dann angefangen, mich noch mehr intensiver mit Improvisation zu beschäftigen und habe gelernt nach Ellens Methode PTC, Present Time Composition. Und das ist zum Beispiel eine Methode, wenn ich das ganz kurz mal so sagen darf, die tatsächlich das Innen nach Außen, den inneren Impuls, das innere Gefühl durchs Instrument nach außen zu bringen, zum Inhalt hat, würde ich sagen, als Basis. Und eine außergewöhnliche und funktionierende Methode ist, das von klein auf, vom Lernen, wenn man ein Instrument anfängt zu lernen, schon mit in den Lernprozess mit reinzubringen. Und das ist ganz großartig. Und da bin ich dabei, Ellen davon zu überzeugen, eine Methodik daraus zu machen, die man lernen kann und dann Lehrer dafür werden kann. Und das an den Musikschulen anzufangen. Ich arbeite schon lange an ihm. Genau. Hast du irgendwann mal was mit Puppentheater zu tun gehabt? Als Kind habe ich Puppentheater geliebt und geschaut und wollte immer ins Puppentheater. Und habe dann auch, in Berlin gibt es ganz viele, es gibt einige gute, finde ich, Puppentheater, wo ich hingehe und mir die anschaue, die Spiele. Und besonders gerne komme ich ins Theater der Nacht. Oh! Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, ich glaube, ich habe mal gehört. Weil das Theater der Nacht so freundlich war, uns vor einigen Jahren einzuladen mit einer Band und dann immer wieder auch einzuladen in verschiedenen Besetzungen. Und da durfte ich zum ersten Mal mit Puppen zusammen Musik machen. Kannst du dich noch erinnern? Ja. Da haben Ruth und Heiko so, haben Puppentheater gespielt und wir haben improvisiert dazu. Und ihr habt improvisiert zu uns, beides. Und das war ein ganz besonderes Erlebnis für mich. Und ich habe dann auch angefangen, mit Schauspielern auch zu arbeiten und mit Jonglagen und allen möglichen Straßentheatern, wo ich improvisiert habe. Und das ist für mich jetzt, also dass ich aber zum ersten Mal so richtig mit Puppen zusammengearbeitet, jetzt so diese Szenen entwickelt,
das ist das erste Mal für mich. Und das ist eine ganz außergewöhnlich schöne Arbeit, die ich mir gut vorstellen könnte, in der Zukunft weiterzumachen. Schön, danke schön, Vivian. Gerne. Ja, vielleicht gehen wir jetzt weiter zu Alan und gucken dann noch mal in die Runde, was es für Fragen gibt. Lieber Alan, mich würde interessieren, du scheinst ja sehr zu Hause zu sein in Deutschland. Wie bist du hierher gekommen? Ich bin nach Berlin in 87 gekommen, eigentlich in der Vorstellung, dass ich das ganz schnell erlebe und dann schnell wieder weg, weil Deutschland war für mich der Schauplatz des Holocausts, als ich aufgewachsen bin. Meine Mutter und mein Vater haben beide in der amerikanischen Armee gekämpft und wir haben auch sehr, sehr viele Verwandte in Osteuropa, die nicht nach Amerika gekommen waren, verloren im Krieg. Und die Darstellung von dieser Zeit war immer absolut getrennt von allen anderen, was in der Geschichte jemals stattgefunden hat oder stattfinden kann. Und dann kam der Vietnamkrieg und meine Schwester, 7 Jahre älter als ich, war unter den Demonstranten, also Leute, die gegen den Krieg sich aufgestellt haben. Und ich habe angefangen, sagen wir, soziale Dynamiken zu sehen, kollektives Verhalten, wo ich gedacht habe, ganz so anders, als was ich darüber gelesen habe in Deutschland damals, ist das jetzt nicht. Und dann habe ich angefangen, wirklich zu denken, was sind die menschlichen Dynamiken, die dazu führen. Und habe mich sehr, sehr viel damit beschäftigt über Jahre. Dann irgendwann habe ich auch angefangen, tatsächlich Propaganda von damals, also nicht die antijüdische Propaganda, sondern sagen wir die Pro-Nazi-Propaganda von damals in Filmen wie von Leni Riefenstahl und aber auch in Büchern. Und ich musste feststellen, dass es sehr viel gab, was wirklich anpackend war. Also wie man verstehen kann, wenn man nicht weiß, was am Ende steht, dass in 33 oder 34, dass man bei diesen großen Veranstaltungen auf jeden Fall denken kann, oh, das ist ganz, ganz toll, was hier. Also deswegen arbeiten wir ein bisschen in diese Richtung an dem einen Stück. Ja. Und irgendwann dachte ich, okay, jetzt habe ich genug gelesen und Filme geguckt und alte Aufnahmen gehört und ich gehe einfach mal für einen Sommer nach Deutschland und gucke, ob ich noch was von dieser Atmosphäre spüren kann. Ich will das besser verstehen. Dann bin ich nach Berlin gegangen in 87 und habe mir was ganz, ganz anderes vorgestellt, als was ich da vorgefunden habe. Ich habe mich verliebt in die Frau, mit der ich noch zusammen bin, eine Japanerin. Wir waren gleich im gleichen Deutschkurs zusammen, haben uns am ersten Tag kennengelernt. Und ist es tatsächlich so, obwohl ich mit dem Bewusstsein aufgewachsen bin, ich bin Amerikaner, aber tatsächlich war ich der Erste in meiner ganzen Familiengeschichte, die in Amerika geboren wurde, weil mein Vater kam aus Bessarabien und vor ihm war lauter Europäer und mütterliche Seite auch lauter Ukrainer oder heute Ukrainer, damals war es auch Polen in der Nähe von Lviv. Irgendwann, als ich nach Deutschland kam, hatte ich plötzlich das Gefühl, der Rahmen für meine Lebenserfahrung ist irgendwie eher hier als in den USA. Und dann nach und nach habe ich quasi entschieden zu bleiben. Und du hast erzählt, dass du nach Deutschland gekommen bist mit einem Puppenspieler. Genau, also das war ein Grund, warum ich damals häufig Deutschland besucht hatte. Ich hatte Eric Bass kennengelernt. Und man sieht hier sogar ein Bild von uns. Das bin ich hier, links. Und das ist Eric Bass in der Mitte. Oh, man sieht das nicht? Können wir das jetzt sehen? Ja. Moment. Ich stecke das nochmal. Es ist kurz aus. Moment, das kommt jetzt gleich. Genau. Jetzt. Eric Bass in der Mitte und ich bin da oben links oder rechts im Bild. Wo ist das links? Ja. Und Eric Bass hat mir auch wirklich einen Workshop mit mir gemacht, wie man Puppen spielt. Also ich habe nicht nur Musik gemacht, sondern auch tatsächlich die Puppen gespielt. Ich fand es sehr, sehr faszinierend, die Vorstellung, dass die Puppen atmen und dass, wenn man eine Puppe, das sind Stangenpuppen, von einem anderen Spieler übernimmt, man muss das in dem richtigen Atemzug, also entweder beim Einatmen oder bei Ausatmen, das muss stimmen. Das heißt, der ganze Rhythmus von
einem lebenden quasi Puppen muss stimmen, vom Anfang bis zum Ende. Wir haben Musik zusammen gemacht und wir haben überall in Europa gespielt. Und genau, war ein Grund, weshalb ich häufig dann in Deutschland war. Und irgendwann dachte ich, das ist ein ganz toller Ort hier für vor allem, man sagt Kleinkunst im Sinne von der Dimension. Ne? In Amerika gab es das immer seltener in den USA. Und ich genoss sehr die Freiheit, dass man jetzt nicht irgendwie in Hollywood sein muss oder in einem kommerziellen Studio, sondern man hat Mittel vom Staat hoffentlich, die reichen, um was Neues zu machen, was nicht unbedingt ein großer kommerzieller Erfolg sein muss, um zu überleben, was ich gut fand. Genau. Also im Grunde genommen war, als du erzählt hast, dass du mit Eric Bess hier rübergekommen bist, war das für mich der Impuls zu sagen, warum kommen nicht die Musiker auch auf dieses Sofa? Weil oft ist ja zwischen Musik und Puppentheater eine ganz, ganz enge Verbindung. Klar. Gut, das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, was machst du sonst noch so? Ich leite einen großen Verein in Weimar, der heißt The Other Music Academy, und ich leite ein Festival da, das heißt Yiddish Summer Weimar. Wir sind jetzt in unserem 25. Jahr jetzt und ich bin Komponist. Ich war Mitte der 90er Jahre 3 Jahre lang musikalischer Leiter am Bremer Theater am Goetheplatz. Ich komponiere viel für Theater und mache auch eigene Produktionen. Ich würde sehr gern eine Szene von einer eigenen Produktion jetzt vorspielen. Ja, los. Okay, das habe ich. Seht ihr das jetzt? Okay. Das kommt aus einer Produktion, die ich 2019 gemacht habe in Weimar. Und im jüdischen Theater, es gibt ein Genre, das nennt man Purim-Spiel. Und das ist die Geschichte aus dem Buch, aus der Bibel Esther. Das hat jetzt eine lange Vorgeschichte. Das ist tatsächlich der Ursprung des jiddischen Theaters und erzählt, wie die Königin Esther Königin wird bei einem großen Königin, der heißt Ahasverus, und sie ist Juden. Und irgendwann kommt ein Komplott auf, dass der Minister von Ahasverus, der heißt Haman, will alle Juden im Königreich umbringen lassen oder umbringen. Und in diesem Moment tritt sie vor und sagt, ich bin selber Juden und wenn du die anderen Juden hier im Königreich umbringen lässt, dann musst du mich auch umbringen. Und da wendet sich das Blatt quasi, ungewöhnlich für jüdische Geschichten, es hat ein Happy End. Und als ich dann das in Weimar inszenieren wollte, dann habe ich ganz früh in diesem Prozess entdeckt, dass Goethe ein Stück geschrieben hat und auch 1783 in Weimar uraufgeführt hat. Das hieß das Jahrmarktsfest zu Plundersweilen. Und es in diesem Stück, man nennt das ein Schwank, in diesem Stück gibt es Szenen, wo die auch aus diesem Purimspiel, aus der Geschichte vom Buch Esther kommen. Nur die Darstellung ist extrem antisemitisch. Und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum das nicht so sehr bekannt ist. Es ist nicht eindeutig, das ist auf jeden Fall ambivalent, aber das ist heftig. Und so, ich habe das so eine Konfrontation quasi zwischen diesen zwei Texten gemacht. Der Text von Itzhak Manger, ein jiddischen Autor, und der Text von Goethe. Und mittendrin hier ganz zum Schluss, wir sind auf einem Jahrmarktsfest und dieser Typ hier in der Mitte ist ein Schauspieler, der sich entpuppt als Goethe. Und er sagt, ihr habt den Schluss von meinem Stück noch nicht gesehen, das ist ganz am Ende, ich möchte, dass ihr das seht. Und was kommt, ist tatsächlich, das ist erstaunlich, wer das Stück nicht kennt, ganz am Ende kommt plötzlich ein Schattenspieler auf diesen Jahrmarkt. Die sind alle bereit, die Sachen einzupacken und nach Hause zu gehen. Dann kommt ein Schattenspieler und sagt, Moment bitte, ich will hier was spielen. Die wollen das nicht, aber er besteht drauf und dann sagen sie, okay, dann wir gucken uns das einmal an. Und das, was ihr hört, ist die Originalsprache, was wirklich weder Deutsch noch Frühjiddisch, also das ist eine ganz merkwürdige Sprache, die er spricht. Wir können später darüber diskutieren, was das ist und warum. Ich habe nur Theorien. Und die Musik habe ich komponiert dazu. Genau. Und das Schattenspiel wurde von, oh Mann, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Auf jeden Fall, er macht sehr viele Requisiten für
das Bread and Puppet Theater in Vermont. Er war für Bühnenbild verantwortlich. Gut, dann gucken wir das an. Ein bisschen lauter machen. Jan?
So, die Aussage 1783 in diesem Stück von Goethe ist, dass die Sexualität für Gott unerträglich ist. Und die Lösung ist, alles, was lebt, auszurotten. Alles sauft schwer. Ist gar keine Rettung mehr. Und dann sagen wir am Ende, danke dir, lieber Herr Gott. Und also für mich, die Entdeckung von dieser Passage im Goethe war wirklich unheimlich. Und er wird gleich in der nächsten Szene wird er konfrontiert. Der sagt, soll das dann eine Lösung? Das ist der Schluss von deinem Stück, wirklich? Und Goethe sagt, ja, ich fand das dramatisch sehr wirksam. Dann er sagt, ja, aber das ist eine Vorhersage der Genozide. Und sagt Goethe, ja, aber das kann nicht in Europa sein. Wir haben Zivilisation. Und dann sagt der andere, doch, das kann in Europa sein. Er sagt, ja, aber nicht in Deutschland. Das kann in Deutschland sein. Und dann sagt er, ja, aber nicht in Weimar. Er sagt, es kann in Weimar sein. Und dann sagt er auch, shit, was machen wir jetzt? Das ist nicht der Schluss, den Schluss verrate ich nicht. Aber das ist sozusagen, genau. Gut. Ja. Was soll man jetzt sagen? Ja, ich hatte, als wir mit Silvi gestern da an dieser Massenszene oder mit den Masken gearbeitet haben, habe ich auch gesagt, dass, und vielleicht versteht ihr das jetzt, was ich am Anfang von diesem Interview von deiner Frage gesagt habe, für mich ist es ganz wichtig zu wissen, was, wie kann ich sagen, in welche Richtung kann ich beeinflusst werden. Und nicht zu sagen, alles, was schrecklich ist, weise ich von mir von vornherein ab. Ich will nichts davon wissen. Weil ich glaube, wir müssen das wissen. Wir müssen das spüren. Das ist, was ganz tief in uns ist. Und wir müssen wissen, was damit gemacht werden kann, um eine Möglichkeit zu haben, eben nicht alles, was lebt, auszurotten und alles von uns abzuweisen und dann sagen, danke Gott dafür. So, das ist für mich auch die Auseinandersetzung und die Begegnung mit hier in Deutschland sein, was gar nicht einfach für mich war. Und wo ich aber mein Leben auch nicht mehr vorstellen konnte, woanders gelebt zu haben, die letzten 30 Jahre. Ja, das heißt, für dich war eigentlich hier in Deutschland sein auch eine tiefe Auseinandersetzung mit all diesen Sachen. Mit dem Nationalsozialismus, mit dem alles, Judentum. Genau. Und was unter dem Nationalsozialismus steckt, was heute ganz offensichtlich nicht weg vom Bildschirm ist. Nein. Ganz offensichtlich. Und das war auch damals klar, der sogenannte Sieg über Nazi-Deutschland ist nicht das Ende von dieser Dimension in menschlichem Dasein. Ja. Also ich habe im Studium mich sehr stark mit der Hexenverfolgung beschäftigt. Und für mich war eine Erklärung für das, was in der Nazi-Zeit passiert ist, eigentlich, dass wir Menschen grundsätzlich ja mit Neid und Eifersucht und mit sich klein fühlen auch immer beschäftigt sind. Und hier in dieser Zeit das sozusagen fabrikmäßig durchgeführt wurde, also diese Gefühle genommen wurden und kanalisiert wurden und ein Mord, der sozusagen vom Mittelalter bis in die Neuzeit auf Einzelne fiel, durch Hass und Neid und die Möglichkeiten des Rechtssystems, plötzlich fabrikmäßig der Mord von Staatswegen organisiert wurde. Also eigentlich eine Dimension, die zu dem Wachsen von Fabriken und der Industrialisierung passt. Also das fand ich ganz erschreckend. Naja. Wir können lang über dieses Thema sprechen. Ja, stimmt. Wir können aber vielleicht auch noch mal Fragen aus der Runde dazu holen. Ellen, welche Musik oder Musikerin oder Musiker haben dich so am
meisten beeinflusst oder vielleicht auch beeindruckt? Das ist sehr interessant. Ein bisschen, ich glaube, ähnlich wie Vivi. Ich komme ursprünglich aus der Klassik. Und dann habe ich festgestellt, dass ganz viele Dimensionen von mir nicht gefuttert wurden in der Klassik. Und dann habe ich angefangen, also mit vielen verschiedenen Musikrichtungen habe ich versucht, die zu verstehen und wirklich zu verinnerlichen. Und das führte zu einer Erkenntnis, was für mich sehr, sehr tiefliegend ist, nämlich, dass jede neue Musik nicht nur eine andere Zusammensetzung von Tönen und Rhythmus ist, sondern eine völlig andere Organisation der Körperlichkeit und der Sexualität und der Imagination. Also all das ist wirklich wie jede Kultur eine andere Verkörperung von ganz vielen menschlichen Dimensionen. Auch ist die Musik ein ganz klarer Ausdruck, eine Widerspiegelung davon. Und das bedeutet, wirklich eine neue Musik zu lernen, bedeutet, sich selbst umbauen zu lassen. Und das ist auch der Punkt, wo erstmal du wirst konfrontiert mit etwas, du bist gar nicht mehr in deiner Comfort Zone. Und am Anfang denkt man, oh Gefahr, ich muss zurück. Aber wenn man einmal durchgeht oder ein paar Mal durchgeht, dann lernt man, dass die Bereicherung, die auf der anderen Seite steht, ist auf jeden Fall jeden Schmerzen wert. Deswegen kann ich sagen, ich könnte jetzt eine Liste von mindestens 100 verschiedenen Musikern aus ganz verschiedenen Musikrichtungen, wo ich was ganz Wesentliches von denen gelernt habe. Sie haben mich quasi bei der Hand genommen und haben gesagt, komm, ich zeige dir meine Welt. Also nicht nur meine Musik, sondern mein Dasein. Ja. Das heißt, lernen aus anderer Perspektive. Ja, absolut. Also für mich ja. Also im Grunde genommen ist ja Klassik auch eine andere Perspektive lernen, wenn du so willst, weil es ist ja überhaupt nicht deine gewesen. Ich finde Klassik toll. Also ich finde klassische Musik super, aber ich habe nicht die Möglichkeit gehabt, ich habe nicht gelernt, mich dadurch so auszudrücken, dass es meinem Wunsch entsprochen, also mir Befriedigung gegeben hat. Und das habe ich in einer anderen Musik die Möglichkeit gefunden. Und ich glaube, das wäre auch in der Klassik möglich gewesen, aber nicht so, wie ich es gelernt habe. Also nicht so, wie es mir beigebracht wurde. Man muss da wirklich die Geschichte der Soziologie, der Klassikmusik als Industrie verstehen. Dass die Aufgabe eines Konzertpianisten 1930 oder 20, egal in welchem Land, eine ganz, ganz andere war als 50 Jahre vorher zum Beispiel. Und also einfach daran gemessen zum Beispiel, dass wirklich jeder Pianist, jeder Geiger hat noch 1890 improvisieren können. Und als ich angefangen habe, Klavier zu lernen, 1960, hat meine Lehrerin, eine Wienerin, sehr hoch angesehene Wiener, gesagt, keiner kann improvisieren mehr. Also das ist eine Kunst, die wir komplett verloren haben, nur die Jazzmusiker können das. Aber was sie machen, ist nicht wirklich Kunst. Das hat sie gesagt. Ne? Adorno, im Sinne von Adorno. Ne? Adorno hat auch gesagt, Jazz ist keine Kunst. Ja, und im Sinne von verschiedenen Perspektiven. Also ich bin ja wirklich auch durch die Länder gereist und habe immer was Neues gelernt. Auch letztendlich auf der Suche nach, wie macht man Musik, zu der Leute tanzen wollen. Wie macht man Musik, die zu der Bewegung, also zu dem Tanz passt, die dazu passt. Also jetzt, wie mache ich Musik, die zu dem Stück passt, ja, beim Theater. Die das ausdrückt, was da drin steckt als Inhalt. Genauso ist es ja, wenn ich zum Tanz spiele, muss ich die Musik auf eine bestimmte Art und Weise machen, sodass der Tanz funktioniert. Und der Tanz wiederum funktioniert wieder abhängig auch von den Tänzern und von der Umgebung. Und also ich habe immer wieder erlebt, wie ich mich in eine komplett neue Situation hineinversetzen muss, weil Musik, Tanz in Dänemark ist was ganz anderes als in Frankreich zum Beispiel. Und das ist eine völlig andere Idee von Bewegung und was es auch bedeutet, von Bedeutung in der Bewegung, im Tanz, in der Musik. Und das zu erleben, zu spüren, rauszufinden, was ist es erstens überhaupt, was macht es aus und zweitens, wie kann ich das auf meinem Instrument umsetzen, sodass es so klingt und so ist,
dass es funktioniert. Das ist auf jeden Fall immer eine neue Perspektive und für mich letztendlich auch immer wieder eine neue Person werden. Eine neue... Ganz genau. Ja, eine neue Person werden, eine neue Platz machen in mir für eine neue Erfahrung, um die auch wirklich erleben zu können. Weil was ich auch immer wieder erlebe, ist, dass Menschen haben dann da Noten, nehmen ihr Instrument und spielen das ab. Und da steht dann oben drüber, was weiß ich, jüdischer Walzer. Und dann spielen sie den da runter und sagen, jetzt habe ich das gemacht und jetzt ist das schön. Nee, also zu 100% nicht. So, also das hat nichts mit dem zu tun, was die Musik bedeutet, was der Tanz dazu bedeutet, was die Energie bedeutet, was alles, nichts ist davon da, wenn man das einfach nur spielt. Man muss schon wissen, warum mache ich das so, warum ist der Rhythmus so, wie muss ich den spielen, weil jetzt die Noten können das ja nicht aufschreiben. Du kannst es ja nicht notieren. Du musst ja wissen, wie es gemeint ist. Es ist ja nie so, wie es da steht. Das ist ja bloß so ein Hilfsmittel. Du musst wissen, wie man atmet, wo die Akzente sind, alles Mögliche. Ne? Und das ist immer quasi wie eine Figur zu erschaffen, wie eine Person zu erschaffen, dieses Stück. Und jedes Stück ist ja auch anders. Ob ich jetzt einen Walzer spiele oder einen anderen Walzer spiele, selbst in einem Land sind die ja verschieden. Ne? Also selbst in einer Kultur. Und es ist immer wieder eine Figur zu erschaffen, ein Wesen zu erschaffen, was in mir zuerst entstehen muss. Es muss erst in mir entstehen und dann kann ich die Technik lernen, wie ich es rausbringe und dann noch dem ganzen Leben einzuhauchen. Ich denke jetzt sehr im Puppentheater in meinem Kopf, weil wir so viel damit gearbeitet haben jetzt in den Gruppen. Aber das ist für mich ganz genauso, wenn ich ein Stück spiele. Oder es erarbeite. Das ist ganz viel und auch immer wieder mich von außen betrachten, aufnehmen, was ich mache, wie es sich anhört, hinterher anhören und denken, ist es das nicht, was muss ich verändern, damit es wirklich so klingt und ist es da und auch hinfahren zu dem Ort. Also ich habe zum Beispiel, es gibt eine bestimmte Musik in Schweden, Polska heißt es und ich habe das erst verstanden, nach Jahren habe ich verstanden, wie das funktioniert. Und da stand ich in Schweden an einem See auf dem Steg draußen auf dem Wasser und habe geguckt und habe gespielt, habe geübt, habe gespielt. Und dann irgendwann habe ich gedacht, ach so, das. Da war das Wasser, da war die Landschaft und die ist auch immer ganz wichtig, ne, dabei. Und so zu verstehen, das so einzuatmen, das bedeutet das, diese Musik. Das heißt, und jetzt, wenn ich so was spiele in der Art, versuche ich, mich da wieder hineinzuversetzen an diesen Ort zum Beispiel. Ja, und denke so, versuche wieder zu finden, wie war denn das? Wie ist denn das? Wie fühlt es sich denn an? Und das habe ich mit jeder Musik, wo ich bin. Deswegen fühle ich mich sehr multimenschlich. Ich würde euch gern was vorlesen hier. Und dann ihr könnt erraten, wer das gesagt hat, okay? Ich lese das sehr, sehr gern vor, was aus einer anderen Perspektive geht um Perspektive. Ja? Ich lese das mal vor. Okay. Ein kleiner Aufsatz. Man muss lieben lernen. So geht es uns in der Musik. Erst muss man eine Figur und Weise überhaupt hören lernen, heraushören, unterscheiden, als ein Leben für sich isolieren und abgrenzen. Dann braucht es Mühe und guten Willen, sie zu ertragen, trotz ihrer Fremdheit. Geduld gegen ihren Blick und Ausdruck, Mildherzigkeit gegen das Wunderliche an ihr zu üben. Endlich kommt dann ein Augenblick, wo wir ihre gewohnt sind, wo wir sie erwarten, wo wir ahnen, dass sie uns fehlen würde, wenn sie fehlte. Und nun wirkt sie ihren Zwang und Zauber fort und endet nicht eher, als bis wir ihre demütigen und entzückten Liebhaber geworden sind, die nichts Besseres von der Welt mehr wollen als sie und wieder sie. So geht es uns aber nicht nur mit der Musik. Gerade so haben wir alle Dinge, die wir jetzt lieben, lieben gelernt.
Wir werden schließlich immer für unseren guten Willen, unsere Geduld, Billigkeit, Sanftmütigkeit gegen das Fremde belohnt, indem das Fremde langsam seinen Schleier abwirft und sich als neue, unsägliche Schönheit darstellt. Das ist sein Dank für unsere Gastfreundschaft. Auch wer sich selber liebt, wird es auf diesem Wege gelernt haben. Es gibt keinen anderen Weg. Auch die Liebe muss man lernen. Sehr schön. Und wer hat das geschrieben? Dalai Lama. Ist gut, dass ihr alle sitzt. Das ist von Nietzsche. Denkt man nicht, ne? Jetzt wisst ihr was über Nietzsche, was ihr vorher nicht gewusst habt. Ja, In diesem Sinne. in diesem Sinne, ich finde, das ist ein wundervolles Schlusswort. Ganz vielen Dank, Alan, ganz vielen Dank, Vivian. Und ich wünsche noch eine kreative und tolle Zeit und lernt eure Szenen und Objekte und was ihr so macht, lieben. Absolut.